Laut eines Handelsblattartikels besitzen die Top 5% vermögendsten Deutschen über die Hälfte des Gesamtvermögens im Landes. Und das tun sie dank ausgeklügelter Steuermodelle. Und über genau die wollen Sebastian und ich uns heute unterhalten. Sebastian, führ uns doch mal kurz in das Thema ein. Genau, also man kann im Grunde sagen, dass je größer das Vermögen ist, desto mehr steuerliche Gestaltungswerkzeuge sich nutzen lassen. Hier zitieren wir Professor Sven Bäumel. Er ist nämlich Professor für Steuerrecht. Natürlich, für unsere Mandanten sind jetzt nicht nur Steuermodelle interessant, die sich nur von Superreichen nutzen lassen, aber wie wir gleich sehen, sind da doch auch einige Modelle dabei. Ich würde sagen, wenigstens 3 oder sogar 4, die sich auch von gut situierten, nicht superreichen, sage ich jetzt mal, so verwenden lassen. Also auch schon in kleinerem Rahmen. Man muss hier kein Multimilliardär sein, damit diese Modelle Sinn machen. Als erstes ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr gut auskennst, Sebastian, der Wegzug und Wohnsitz im Ausland als ein möglicher Weg, um die Steuern zu optimieren. Absolut. Also ich meine, das ist sicherlich die Nummer 1 Lösung, wenn es darum geht, hier tatsächlich Steuern zu optimieren. Denn wir haben ja im Grunde genommen in Deutschland und in den meisten anderen Ländern immer noch keine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Vielleicht wird es sich irgendwann ändern. Vielleicht machen wir es irgendwie wie in den USA, dass man letztlich dann die Staatsbürgerschaft abgeben müsste, um Steuern zu sparen, wenn man ins Ausland umzieht. Aber momentan ist dies der mit Abstand beste Weg, sich hier steuerlich aufzustellen. Hat natürlich jede Menge Komplikationen möglicherweise. Also man hat so Dinge zu beachten wie Wegzugbesteuerung, Entstrickung und so weiter und so fort. Aber die sind auch eigentlich lösbar. Also deswegen ausländischer Wohn- und manchmal auch Firmensitz sind natürlich hier die Nummer 1 Lösungen. Da gibt es jetzt viele Länder, die interessant sind. Traditionell natürlich so Länder wie die Schweiz. Da sind natürlich sehr viele bekannte deutsche Sportler, Familien, Promis hingezogen. Mittlerweile natürlich auch viele andere Länder. Jeder kennt ja Monaco, ist ja schon fast eine Legende. Aber auch so Länder wie natürlich UK, Irland, Malta, Spanien, Portugal haben alle handfeste Steuervorteile, die man nutzen kann, wenn man dorthin umzieht. Wie sieht es denn mit Holdinggesellschaften aus, wenn man bedenkt, wie man die Steuern optimieren kann? Genau, also der Artikel hier im Handelsblatt spricht ja letztlich von einer Spardose und das ist genau, was auch eine Holdinggesellschaft ist. Ja? Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich Beteiligungen, die ich auch selbst halten könnte, eigentlich eher in einer Holdinggesellschaft halten kann, dann habe ich dadurch ganz enorme Vorteile. Zum Beispiel Veräußerungserlöse sind also praktisch steuerfrei oder werden sehr günstig versteuert, 1,5% oder 5%. Wenn also die Holdinggesellschaft hier irgendwas veräußert. Möglicherweise sind Gewinne in der Gesellschaft steuerfrei, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Man denke nur an EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Ja, so kann ich also letztlich hier Gewinne, die die Holdinggesellschaft erwirtschaftet, aus Veräußerung, aus Dividenden, ansammeln, ansparen in meiner Gesellschaft. Das kann eine deutsche Gesellschaft sein, AG, GmbH oder natürlich auch im Ausland, je nachdem, wo ich lebe. Und muss letztlich erst dann signifikant Steuern bezahlen, wenn ich die Gewinne dann an mich ausschütten lasse. Dann wird ja immer Steuer fällig. Momentan in Deutschland Abgeltungssteuer 25% plus Soli. Aber bis dahin wird hier definitiv sehr bevorzugt besteuert, wenn hier letztlich die Gewinne in der Holdinggesellschaft entstehen. Ein weiteres Modell wäre das Geschäftsführergehalt, richtig? Korrekt, ja. Und auch hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ja, wenn ich mir ein Geschäftsführergehalt bezahle, kann mir dies die Holding steueroptimiert bezahlen, denn dieses Geschäftsführergehalt geht ja letztlich in die Kosten der Holdinggesellschaft hinein. Noch interessanter wäre es natürlich, wenn ich hier eine Auslandsgesellschaft mit ins Spiel bringe. Also mal angenommen, ich habe jetzt eine Tochtergesellschaft in der Schweiz und vielleicht noch eine Tochtergesellschaft in Singapur. Und ich rede jetzt nicht von Briefkastengesellschaften, sondern ich rede von tatsächlich operativ tätigen Unternehmen.
Und ich lasse mir hier letztlich ein Geschäftsführergehalt von beiden Gesellschaften bezahlen, weil ich dort als Geschäftsführer tätig bin, als zweiter Geschäftsführer wohlgemerkt, nicht als der einzige, und dann auch immer wieder im Ausland bin, immer wieder in der Schweiz bin, immer wieder in Singapur bin, um dort vor Ort meine Geschäftsführungstätigkeit auszuüben, mehrmals im Jahr. Dann ist dieses Gehalt nur in Singapur beziehungsweise in der Schweiz zu versteuern, wo ja die Besteuerung doch sehr viel tiefer ist als in Deutschland. Das Gleiche geht auch in den USA. Also ich meine, auch in den USA ist ja doch die Einkommensteuer sehr viel tiefer als in Deutschland. Ja, wenn ich also eine US-Niederlassung habe und von dieser als Geschäftsführer angestellt bin oder US-Tochtergesellschaft, dann kann ich mir dort ein Gehalt bezahlen lassen, was dann nur in den USA zu versteuern ist, aber eben in Deutschland nicht mehr nachbesteuert wird. Natürlich, ich erreiche damit keine Nullbesteuerung oder sowas, aber sagen wir mal Besteuerung 20%, vielleicht in dem Rahmen, sogar ein bisschen weniger. Ja, und das ist ja dann doch weniger als die Hälfte dessen, was ich in Deutschland bezahlen würde. Wenn ich jetzt überlege, ich habe mehrere hunderttausend an Geschäftsführergehalt, dann kann ich ja dort schon einen ziemlich großen Brocken an Steuern sparen. Zwei andere Lösungsansätze, die im Handelsblattartikel erwähnt werden, um Steuern zu optimieren, sind auf der einen Seite die Reduktion der Gewerbesteuer und zum anderen, dass man ein Family Office mit Vollbanklizenz gründet. Was kannst du uns zu diesen zwei Ansätzen erzählen? Also sicherlich die Sache mit der Gewerbesteuer ist etwas, die hier praktisch für viele in Frage kommt. Hier würde ich nicht nur sagen, dass der Firmensitz mit niedriger Gewerbesteuer interessant ist, sondern generell auch Modelle, die ganz letztlich darauf abzielen, die Gewerbesteuer zu vermeiden. Ja, also erstmal, wie gesagt, Gewerbesteuer weiß jeder, ist ja von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich in Deutschland. Und wenn ich jetzt natürlich an einer steuergünstigen Gemeinde firmenansässig bin, dann kann ich natürlich hier die Gewerbesteuer dann entsprechend im Vergleich zu anderen Gemeinden reduzieren. Ja. Noch besser sind aber einige Strukturen, wo ich zum Beispiel gar keine Gewerbesteuer bezahlen muss. Zu erwähnen wäre hier zum Beispiel die vermögensverwaltende GmbH, die ich ja verwenden kann, um Vermögen wie Immobilien etc. zu halten. Dort wird dann überhaupt keine Gewerbesteuer fällig, sondern nur eigentlich die recht günstige deutsche Körperschaftssteuer in Höhe von rund 15%. Ja, also beides sind jetzt hier Wege und ich kann natürlich hier die Vermögensverwaltung GmbH auch noch für andere Dinge verwenden, für andere Anlagen, die ich hier möglicherweise im Namen der Gesellschaft tätigen möchte. Der letzte Punkt, das Family Office mit der Vollbanklizenz. Also gut, hier sehe ich jetzt eigentlich keine Chance, dass diese Lösung hier irgendjemand verwendet, der jetzt nicht definitiv als super reich zu bezeichnen wäre. Der Grund, warum hier eine Banklizenz gewählt wird, ist letztlich, dass es hier zunächst mal im Erbfall Vorteile gibt. Und dann kann ich natürlich auch hier, sage ich mal, meine eigene Absatzfinanzierung machen, wenn ich meine eigene Banklizenz habe und kann dann letztlich als Inhouse-Bank tatsächlich hier dann doch einiges erreichen und auch sparen. Ja, aber selbst das Handelsblatt schreibt hier, das lohnt sich tatsächlich nur für Familien mit einem Vermögen ab 50 bis 100 Millionen Euro. Ich würde eher sagen, vielleicht sogar noch mehr. Aber also diese spezifische Gestaltung, denke ich, ist nur für die allerwenigsten attraktiv. Sebastian, vielen Dank für diese ganzen Erläuterungen. Jetzt hast du auch mehrfach gesagt, hier sind Modelle, die für deine Mandanten attraktiv sind und dann gibt es Modelle, die für wirklich nur die Superreichen sind. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was für deine Mandanten denn attraktiv von diesen Lösungsansätzen ist? Also wie ich schon zu Eingangs gesagt habe, kann man eigentlich sagen, dass die meisten dieser Modelle tatsächlich interessant sind. Ja, sicherlich nicht die Vollbanklizenz, das ist ja ganz klar. Aber alle anderen Modelle, sei es jetzt eigentlich die Wohnsitzverlagerung, das ist ja letztlich unsere Sache, unser Mantra, da reden wir immer drüber. Aber auch Dinge jetzt wie Holdinggesellschaften, Geschäftsführergehalt, das sind natürlich Dinge, die wir hier laufend letztlich mit Mandanten so auch
installieren, bauen, wozu wir beraten, wozu wir Partner haben, die dazu beraten können. Also hier lohnt sich natürlich auf jeden Fall schon eine solche Struktur zu etablieren, auch dann, wenn man garantiert kein Superreicher ist, sondern ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat oder noch besser, letztlich davor steht, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Denn man muss wissen, tatsächlich attraktiv sind diese Modelle immer erst dann, wenn ich sie implementieren kann, bevor ich letztlich hier gigantisch erfolgreich werde. Ja. Mhm. Jeder kennt die Wegzugsteuer. Wenn ich also ein erfolgreiches Unternehmen habe und dann nach Deutschland umziehe, dann muss ich bluten. Ja, viel besser ist natürlich, wenn ich es ganz am Anfang mache. Wenn ich sogar vielleicht dieses Unternehmen erst gründe, wenn ich bereits im Ausland lebe. Ansonsten muss ich hier in den sauren Apfel beißen und sicherlich einmalig sehr hohe steuerliche Negativwirkungen in Deutschland in Kauf nehmen müssen. Und wir haben Mandanten, bei denen es so ist. Also wir haben Mandanten, die sind in die Schweiz umgezogen und die mussten dann etliche Millionen an Steuer in Deutschland bezahlen, aber haben es in Kauf genommen, weil damit ja wirklich einmalig dann alles abgegolten wurde und man dann letztlich frei war, hier sein Vermögen ganz neu zu gestalten und aufzubauen. Aber idealerweise macht man diese Schritte natürlich so früh wie möglich und ergreift diese Maßnahmen, bevor hier tatsächliche Werte existieren. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine ganzen Erläuterungen. Sehr gut. Oder zwei andere Lösungsansätze, um die Steuerlast zu reduzieren. Zum einen die Reduktion der Gewerbesteuer und zum anderen, dass man ein Family Office mit Volksbank-Lizenz gründet. Was kannst du uns dazu jeweils sagen? Na, es soll nicht Volksbank heißen, es soll Vollbank heißen. Ich weiß, dass bei Jun übrigens falsch ist. Ja, es soll Vollbank, es muss Vollbank heißen. Ach so, siehst du, da, weil ich null Ahnung davon habe. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, ich lese hier noch im Handelsblatt ab. Okay. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.